Du schmeichelst mir schon wieder. Ja. Er ist wirklich ein Charmeur und dann ist er auch noch so lieb und unterstützt mich bei meiner Arbeit. Der liebe Don hat sich nämlich auch beworben. Er möchte nicht nur in die Stadt, nein, er möchte mir sogar helfen bei meiner Arbeit. Jetzt habe ich mir gedacht, ich packe mir den doch auf die Schulter und dann gehen wir gemeinsam durch die Stadt und später kommt er dann Richtung Rathaus, denn er hat gesagt, wenn er mal frei hat, dann arbeitet er sogar im Rathaus. Finde ich eine nette Sache. Also lieber Don, vielen Dank für die Bewerbung und danke, dass du da bist. Es ist wirklich, also wenigstens irgendein Mann, der mich versteht. Ja, ich muss sagen, gibt es selten. Da habe ich irgendwas gehört, funktioniert die Kamera nicht mehr, die hat ein komisches Geräusch gemacht. Naja, gut. Ich hoffe, sie hält noch durch für dieses Video. Kommen wir zu Schönem. Es ist ein Wahnsinn. Es haben sich wieder so viele Leute beworben, sogar Celebrities dieses Mal. Dazu kommen wir sofort. Auch ein sehr, sehr netter Mann, vielleicht auch ein Celebrity undercover, man weiß es ja nicht, Herr David Dietzmann. Und Herr David Dietzmann macht sich gerade auf den Weg zum Strand. Ihr seht ihn hier entlang von der Straße kommt er hereinspaziert. Er ist am Weg auf den Strand mit seinem Badehandtuch und seinen Flossen. Ich glaube, der hat heute noch Gröberes vor. Ich glaube, der wird noch ein bisschen planschen gehen hier. Und ich denke mir, verdient. Der Mann sieht aus, als hätte er viel gearbeitet. Da muss man sich auch hier und da ein Sonnenbad gönnen, nicht wahr? Bitte, meine Damen, stürzen Sie sich nicht sofort auf ihn. Ich glaube, er muss sich zuerst mal abkühlen gehen. Gut. Lassen wir diesen Mann mal planschen, kommen wir zum nächsten, der eigentlich auch arbeiten sollte. Er hat sich bereit erklärt, bei uns in der Fischstäbchenfabrik zu arbeiten. Er will nicht mal ein Gehalt haben, das finde ich immer super, wenn die Leute nicht bezahlt werden möchten. Dann kann ich nämlich das Geld sparen für meinen Urlaub. Und er möchte aber zwischendurch sich ein Fischstäbchen stibitzen. Deswegen ist er auch hier durch die Hintertür raus. Denn natürlich darf das der strenge Chef der Fischstäbchenfabrik nicht sehen, sonst würde er eine auf den Deckel bekommen. Und das ist übrigens Jo Mok Bilder. Genau. Ach, diese fremdsprachlichen Namen, die machen es mir nicht leicht, aber gut. Ja, also bitte nicht erwischen lassen vom Chef, das ist das Wichtigste. Ob jetzt hier ein Fischstäbchen hier und da fehlt, das ist mir eigentlich egal. Ich mag Fisch nicht so gern. Aber erzählen Sie nicht weiter. Genau. Dann der nächste Buchladen. Okay, wir gehen Richtung Buchladen. Da hat sich eine Dame beworben. Ich war ja ganz hin und weg. Jetzt war mein Aufruf, es sollten sich Damen bewerben. Jetzt ist es passiert. Es ist eine Dame hier und sogar eine sehr schicke. Die ist in Richtung Buchladen unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, sie arbeitet auch dort. Ich hoffe, das stimmt. Das ist die liebe Elli. Liebe Elli, willkommen in unserer Stadt. Es freut mich sehr, speziell auch so gebildete junge Damen, die hier auch Bücher lesen. Das gibt es ja heutzutage sehr selten. Deswegen freut mich das umso mehr. Wir machen uns jetzt auf zu den Celebrities. Ja? Und da gibt es ja einige an der Zahl und es freut uns natürlich sehr, dass die auch gerne bei uns in der Stadt sein möchten. Und es sitzt auch einer hier gleich bei uns. Ich will jetzt gar nicht so unbedingt mit der Kamera darauf deuten, denn Sie wissen, Celebrities sind da ja immer ein bisschen ja, verschnupft. Aber Herr Brick Parker, er sitzt hier bei uns auf der Bank und Sie wissen ja, der hat auch so eine schicke Stadt. Also ich bin ja am Überlegen, ob ich da nicht auch mal vorbeischaue. Ja, vielleicht braucht er auch eine Dame fürs Einwohnermeldeamt bei ihm. Man weiß es ja nicht. Da hätte ich mich schon beworben. Mal sehen, ob da eine Rückmeldung kommt. Aber der schicke Brick Parker, er sitzt da neben den Brick Brothers. Genau. Und die schauen sich gerade die Show an von den beiden sehr talentierten YouTubern, die da wieder mal ein Set vorstellen in ihrem Studio, nicht wahr? Also denen schaue ich ja auch so gerne zu, weil die sind halt wirklich auch sehr, sehr talentiert, muss ich sagen, sehr talentiert. Und sehr lustig. Und amüsant. Genau.
Ja, mein lieber Don, es geht weiter. Ja, ja, genau. Es geht in Richtung Züge, würde ich sagen. Wir haben hier in diesen Kuddelmuddel an Zügen, ich bin da ja immer ein bisschen überfordert, haben wir einen Maersk-Zug. Und es gibt einen Herrn, der ist dafür bekannt, dass er Maersk liebt. Ja? Und vielleicht kennen Sie ihn auch, ist auch ein Celebrity. Und er ist vor allem auch auf Instagram unterwegs, ja. Und das ist der Herr Zaberdak, ja. Herr Zaberdak, ich freue mich, dass Sie hier bei diesem Maersk-Zug stehen und da bedanke mich auch, dass Sie hier Ihre Sigfig da zu uns geschickt haben. Denn Herr Zaberdak, Sie sind wirklich ein sehr attraktiver junger Mann, das muss ich schon sagen. Also es wird ja immer besser hier in der Stadt. Es sind so viele nette junge Männer hier, also es ist ja ein Wahnsinn, diese Auswahl, die man hat. Naja, da wird man ganz, ganz warm, nicht wahr? Das ist sehr warm. Gut. Da braucht man gute Nervenfreunde bei dieser Filmaktion, ich sag's euch. Wir kommen wieder zur Achterbahn, die ich ja, wie ihr wisst, nicht unbedingt sehr gerne habe, weil mir immer ein bisschen schummrig wird. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich glaube, ich muss hier wieder rundherum gehen und dann muss ich wieder krabbeln und dann wird mir auch wieder schwindelig. Don, möchtest du das übernehmen? Nein, gut, ich verstehe das. Ich würde es auch am liebsten nicht übernehmen, aber ich versuche mein Bestes. Lieber Don, ich lasse dich hier. Du hast es nicht verdient, dass du da mitkrabbeln musst. Ich sag's Ihnen, es ist ein Wahnsinn, aber es hilft nicht. Was tut man denn nicht alles für die Einwohner? Vielen Dank, vielen Dank. Gut, dass wir so eine fliegende Kamera haben, nicht wahr? Und Sie sehen es, Moment, wir sehen hier wieder den netten Mann, Pauls Klemmbausteine, und dann sehen wir auch jemanden, der eigentlich schon platziert war bei uns in der Stadt, aber offensichtlich nicht ganz zufrieden. Nein, natürlich machen wir Witze. Wir gönnen es dem Noppensteinchen natürlich sehr. Noppensteinstube. Das war jetzt wieder mal ein freudscher Versprecher, würde man sagen. Noppensteinstube, es tut mir natürlich sehr leid. Genau, und wir gönnen es natürlich ihm sehr, wahrscheinlich, weil ich es ihm doch nicht ganz so gönne, eine Fahrt auf unserer Achterbahn. Ich hoffe, Sie fürchten sich nicht allzu sehr und Ihnen wird nicht schlecht. Das wäre nämlich bei mir der Fall, aber na gut, wenn Sie unbedingt hier fahren möchten. Ich verstehe die Leute immer nicht ganz, aber gut. Man darf ja tun, was man tun möchte in unserer Stadt, oder? Naja, so scheint es mir auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Celebrities hier erwähnt. Falls sich noch andere Celebrities hier melden möchten, zum Beispiel Herr Pitt Brett, falls Sie auch in unsere Stadt möchten, ja, dann bitte melden Sie sich. Vielleicht auch privat bei mir, wäre alles kein Problem. Wir können uns auch gerne auf einen Kaffee mal treffen. Und dann, ja, genau, also bitte einfach auch gerne telefonisch. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Bitte bauen Sie auch etwas Schönes. Ja, bitte nicht nachlassen. Immer wieder auch etwas bauen zwischendrin. Ja, nicht nur YouTube schauen. Ja. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in unserer schönen Stadt. Ich wünsche Ihnen was. Pitt Brett. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bleibe ich hier auch noch hängen. Also es tut mir leid. Vor lauter Pitt Brett habe ich jetzt ganz auf einen anderen sehr attraktiven jungen Mann vergessen. Es tut mir sehr leid. Der Jäger der verklemmten Steine. Es ist mir direkt etwas peinlich. Sieht auch fast aus wie Pitt Brett. Ja, vielleicht habe ich deswegen drauf vergessen. Ja.
Der ist hier bei uns bei den Bäumchen. Er wollte eigentlich in einer Holzwerkstatt arbeiten. Die haben wir aber nicht. Und deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, er soll doch mal etwas Holz organisieren. Und jetzt hat er sich dahingestellt und er hackt sich einen ab. Ja, und ja, ich denke mir, wenn er da mal brav hacken wird, dann wird es wohl eine Holzwerkstatt auch geben müssen. Denn so viel Holz, was tut man denn auch damit? Wir werden sehen. Genau, in dem Sinne vielen Dank auch an den Jäger und Entschuldigung nochmal, dass ich Sie verwechselt habe mit Herrn Pittbrett. Genau, machen Sie es gut. Wir sehen uns. Tschüssi.